So, heute zeige ich euch mal, wie man eine Melodie und die dazugehörigen Akkorde erstellt, ohne ein Keyboard benutzen zu müssen, beziehungsweise ohne Noten lesen zu können. Wie man ganz einfach das machen kann und wie auch ihr eine super einfache Melodie erstellen könnt, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Als erstes werden wir mal die Akkorde anlegen. Dazu baue ich mir jetzt erstmal ein paar Akkorde. Und das alles natürlich ohne Keyboard. Ihr hört jetzt hier die einzelnen Töne. Ich habe also hier mein virtuelles Keyboard. Und wir fangen an, wir machen was ganz Einfaches. Und zwar machen wir die Tonart in C-Dur. Das heißt, wir bleiben auf der C-Dur-Tonleiter. Das ist die einfachste. Und ja, erstmal lege ich mir jetzt ganz einfache Töne an. Zum Beispiel fange ich mit dem C an. Ich dupliziere das. So. Zum Beispiel. Wobei, ich mache es anders. Ich mache es etwas tragischer. So. Okay. So, also der erste Ton ist ein C. Jetzt werden wir daraus einen Dreiklang machen. Und zwar besteht ein Dreiklang aus dem Grundton, einer Terz, das ist der dritte Ton über dem Grundton, und einer Quinte, das ist der fünfte Ton über dem Grundton. Also in dem Falle bei C wäre es dann E und G. Klingt dann so. Ja, ist schon deutlich besser. Deutlich voller auch. Ja, und das gleiche machen wir jetzt mit denen. Wir hören jetzt mal rein hier. Sehr geil. So, was wir jetzt noch machen ist, das Ganze, den Grundton nochmal eine Oktave höher. Das heißt hier in dem Fall auf C4, von C3 auf C4. Hier ist der Grundton G. Hier ist der Grundton H. Und der letzte Akkord, der Grundton, ist das F. So, das klingt dann so. Moment, hier habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Ist natürlich nicht H, ist A. Okay, jetzt setzt man dem Ganzen noch einen drauf und fügen noch eine Oktave tiefer hinzu. Also C, G, A, F. Das klingt dann so. Das klingt ja schon fast wie ein ganzes Orchester an Streichern. So, jetzt werde ich aber noch was ändern. Und zwar werde ich den H-Ton werde ich mal auf C legen. So. Jawohl. Das klingt perfekt. Also, nochmal merken. Grundton, dann
die Terz dazu, also den dritten Ton über dem Grundton, dann die Quinte dazu, den fünften Ton über den Grundton und dann, wenn ihr wollt, noch einmal eine Oktave höher den Grundton und eine Oktave tiefer den Grundton. Und schon klingen die Akkorde richtig voll. Jetzt kommen wir zu unserer Melodie. Ich werde jetzt einfach den ganzen Block kopieren, hier einfügen in einem neuen Streicher. Alles raus, bis auf die Grundtöne. So, die setze ich jetzt was höher. So, das sind unsere Grundtöne, ja? Also C, G, A und das F. Jetzt werde ich diese Töne in der Länge bearbeiten. Das heißt, ich ziehe mir die jetzt zurecht, so wie ich es will. Zum Beispiel zwei Viertelnoten, dann eine Achtelnote, wieder eine Viertelnote. Bei dem hier mache ich als erstes 2 Achtelnoten, eine Viertelnote, nochmal Viertel. So, hier nochmal. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, nach Belieben. Entweder macht ihr das hier, also wie ihr wollt. Probiert es einfach mal aus. Einfach mal unterteilen zwischen Viertel- und Achtelnoten. So. Und hier mach mal nur Achtel. Jetzt klingt das Ganze so. Jetzt als nächstes werden wir die einzelnen Töne, die einzelnen kleinen Parts hier, die wir gemacht haben, auf unserer Tonleiter verschieben. Nach oben und nach unten. Das heißt, in der C-Dur-Tonleiter darf ich nur die Töne benutzen, erstmal, die zur C-Dur-Tonleiter gehören. Wenn ihr die Töne also auf dieser Tonleiter verschiebt, habt ihr nachher eine Melodie. Ich mache es jetzt einfach mal vor. Zum Beispiel. So. Nein, noch ein bisschen höher. So, das klingt jetzt so. Der klingt nicht schön. So, gehen wir mal einen runter. Nochmal kurz hören. Ja, super. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einfach nur unseren Akkord, beziehungsweise unsere Töne, die Grundtöne, zerlegt in kleine Parts, ja, und die auf der Tonleiter nach oben, nach unten verschoben. Dadurch entsteht eine Melodie. Das Ganze kann man natürlich auch machen, indem man auf dem Keyboard rumklimpert, ja, auf der Tonleiter. Aber das ist jetzt am einfachsten. Man braucht kein Keyboard dafür. Und man kann jetzt ein bisschen rumspielen und sich die Melodie noch ein bisschen zurechtbasteln. Dafür gibt es auch so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Zum Beispiel wichtig ist, dass ihr auf einer gewissen Range bleibt. Ja? Also schlecht wäre jetzt, wenn ihr hier den letzten Ton zum Beispiel zu weit nach oben schiebt, zu weit nach unten schiebt, weil die Sprünge dann einfach zu groß sind. Also bleibt in einer gewissen Range, bleibt in einer Oktave erstmal. Ja? Wenn ihr die Parts natürlich länger macht, nachher könnt ihr auch die Oktavsprünge ein bisschen anders machen, aber bleibt erstmal in einer Oktave drin. So. Wichtig ist auch, dass der letzte Ton hier, wenn es nämlich ein Loop ist nachher, ja, dass er auch wieder beim Anfang, dass sich der Übergang vernünftig anhört. Deswegen keine großen Sprünge machen. Ja, was ist noch wichtig zu wissen? Nicht zu viel Wiederholung. Man könnte jetzt den letzten Part hier noch wegmachen und könnte
den Anfang hier wiederholen. So, und anstatt am Ende hier auch runter zu gehen, gehen wir einfach mal hoch. Das klingt dann so. Ja, also ein bisschen eine Spannung aufbauen. Nicht zu sehr wiederholen alles, eine kleine Spannung aufbauen, aber nicht zu viel Spielereien machen. Eine Melodie soll einschlägig sein und einfach. Das ist das Zauberwort. Eine einfache, leicht zu merkende, einschlägige Melodie. Das ist quasi das Geheimrezept für gute Melodien. So, ich mache das wieder rückgängig und zeige euch jetzt mal, wie sich das im Ganzen anhört. Wunderschön. Und darauf kann man jetzt ein Lied machen, ein Lied aufbauen, ein Lied gestalten. So einfach ist es, eine Melodie zu erstellen, ohne Keyboard, ohne groß Grundkenntnisse zu haben. Was wichtig ist, was man ein bisschen wissen sollte, sind eben die Tonleitern und die Tonarten. Aber da kann man googeln, da gibt es jede Menge Listen und Tabellen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch damit mal was bauen und mit dem Video was anfangen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und ein Abo dalasst, es teilt, es vervielfältigt, euren Freunden zeigt, was auch immer. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.